willkommen zu meinem ersten Koch-Video. Und heute kochen wir einen Gemüseauflauf von mir speziell gemacht. Also es hat noch kein anderer. Und was wir dafür brauchen: also wir brauchen Gouda-Käse, 4 Tomaten, 3 Paprika, 2 Frischkäse, 1 Frikadellen und 2 Mais, ein Paket Nudeln. Ich habe hier noch 2 angefangene Pakete, deswegen nehme ich heute diese. So, die Tomaten werden einmal halbiert und dann werden sie auf den Kopf gelegt, jeder einzeln. Zack. Den Stiel schneiden wir schon vorher raus. Wenn wir sie halbiert haben, dann Stiel rausschneiden und alles ist gut. Dann nehmen wir die, nochmal halbieren, einmal umdrehen und schön in Streifen schneiden. So. Und jetzt werden wir die Paprika nehmen. Die werden einmal gewaschen. Als nächstes schneiden wir sie einfach hier einmal so auf. Können Sie brechen. Hier auch dasselbe. Brechen. Und hier werden wir dasselbe machen. Genau, wenn wir das haben, haben wir hier ein Kerngehäuse, das brechen wir von innen nach außen, packen das in Müll, nehmen das Weiße raus. So, und jetzt schneiden wir die auch ein bisschen und nehmen auch hier ein bisschen das Weiße raus. Wer es halt mag, der kann es drin lassen. Ich nehme das in diesem Fall jetzt einfach mal raus. So. Und jetzt schneiden wir sie auch hier einmal noch in die Mitte durch und werden die dann einfach hier auch wieder in Streifen schneiden. So. Und als nächstes holen wir uns einen Topf, machen da warmes Wasser schon mal rein. Packen das hier auf die Herdplatte, stellen die auf 6 zum Warmwerden. Und wenn das Wasser kocht, werden wir die Nudeln in das Wasser rein tun. Aber wir brauchen jetzt noch mal eine andere Platte. Da packen wir die Nudeln jetzt drauf, das Nudelwasser. Und ich werde mal kurz meine Bratpfanne aus meinem Schrank holen. Ist nicht mehr die jüngste. Jetzt nehmen wir das Öl, machen das in die Pfanne, bisschen Öl, so, und dann kommt an das Nudelwasser ein wenig Salz, zack, eine Prise oder so,
Und jetzt fangen wir an mit dem Frikadellen schnell schneiden. Zack. Die halbieren wir auch jetzt. Einmal. Und schneiden sie auch so in Streifen. Ihr könnt sie auch in Würfel schneiden. Ich habe das gerne aber in Streifen. So, und als nächstes machen wir einfach, das kommt jetzt in die Pfanne rein, bisschen heiß. Ich muss jetzt ein bisschen lauter sprechen. Ich hoffe, das geht mit der Aufnahme. So, geht noch ein Stück. So, jetzt nehmen wir uns mal den Pfannenwender. Packen den dann hier hin zur Seite. Das Nudelwasser kocht jetzt. Jetzt nehmen wir die Nudeln. Zack. Jetzt kommt da hinten hin. Oh, ich denke mal, mehr können wir jetzt nicht machen in diesem kleinen Topf. Dann nehmen wir uns auch jetzt hier so ein Gerät. Machen zur Seite. Das dreht jetzt ein bisschen an hier. Machen wir auf 4. Auf Stufe 4 machen wir das. Und jetzt nehmen wir uns eine Schüssel. Das ist eine Schüssel mit etwas Wasser, warmes Wasser, und machen dann den Frischkäse hier auf. So. Und so. Jetzt nehmen wir uns einen Löffel und machen den Frischkäse in die Schüssel rein. Und den anderen auch. So. So, wir werden jetzt, da mein Schneebesen gerade kaputt gegangen ist, werden wir jetzt einfach eine Gabel nehmen und das schön verrühren. Lassen. Und jetzt hier, die Frikadellen sind ein bisschen brauner geworden jetzt. Sind schon ganz gut. Jetzt kommt das Gemüse dazu. Das schwitzen wir mit an. Ja, ist schon ein bisschen viel für die kleine Tonne hier. Und das Essen, das ist so für 4 Personen geeignet. Ich will jetzt nochmal schnell die Nudeln ein wenig umrühren. So. Das müssen wir jetzt ein bisschen da runterziehen. Oh, das sieht schon sehr lecker aus. Ich habe schon voll viel Hunger.
So. So, die lassen wir jetzt auch ein bisschen ziehen auf Stufe 3. Stellen wir ein bisschen runter. Und dann geht es hier weiter. Das ist jetzt schon so cremig, flüssig und so. Das ist gut. Aber es fehlt noch eine Zutat und das wäre Salz. Salz machen wir so auf die Hand zuerst, sonst schütten wir zu viel rein. Dann ist es versalzen. Zack. Und drittes Mal. Das stellen wir erstmal dahin, vielleicht brauchen wir noch mal. Das verrühren wir jetzt mit hier drinnen. So, und das wäre die Soße, die ist schon fertig jetzt. Können wir hier hinstellen erstmal. So. Dose Mais haben wir hier auch, die schütten wir damit zu. Wenn euch eine Dose zu wenig ist, dann nehmt ihr halt 2. So bei mir passt halt jetzt nur eine rein, weil ich zu viel Paprika und so hatte. Aber ihr könnt das auch in einen Topf machen und ein Öl rein und dann ist das gleiche Prinzip. Das habe ich auch schon öfter gemacht, wenn ich für 6 Personen gekocht habe. So, die Nudeln brauchen noch. Das sollte ich jetzt kurz einmal umrühren oder unterrühren. So, und hier müssen wir jetzt auch ein bisschen Salz. Noch ein bisschen. So. Und jetzt kommt der Käse dran. Den Käse, den schneiden wir erstmal auf das Verpackung raus. So. Ich mache kurz den Rand ab. So, das ist der Käse, der Gouda-Käse. Den werden wir jetzt erstmal halbieren, weil vielleicht brauchen wir nicht alles. Deswegen haben wir noch ein Stück für zu essen, so für Brot und Aufschnitt und so. So die eine Hälfte, die werden wir jetzt raspeln, damit es auch schön frisch schmeckt. Muss ich erstmal die Raspel holen. So, die Raspel, der Käse. Ihr könnt das in großen machen oder in kleinen. Ich mache das in großer. Ich mache jetzt einfach mal den ganzen. Ihr könnt das dann abschätzen, wie viel Käse ihr überhaupt braucht. Und zur Not, wenn ihr zu viel Käse, so geriebenen Käse übrig habt, dann könnt ihr den mit Frischhaltefolie dann auf den Teller packen und dann mit Frischhaltefolie abkleben. Dann könnt ihr euch noch ein Käsebrot morgen oder so machen, wie auch immer. So, da haben wir schön so einen Schinken Käse, schön fluffig. Schmeckt auch gut, ist auch frisch. Frisch muss er sein, eingepackt geht so, bin ich nicht so ein Fan für, ich bin mehr so frisch. Es muss alles schön frisch sein. Ja, und jetzt müssen wir das Essen nochmal umrühren, unterheben. Und von den Paprikern und Tomaten das ist jetzt mehr Saft, könnt ihr hier sehen. Das muss so sein. Das geht aber mit einer Zeit lang weg. Können wir jetzt wieder ein bisschen höher stellen. Machen wir aber auf 5. Es muss nur angeschwitzt werden. Und die Nudeln
Die müssen komplett gar sein, können vielleicht noch ein bisschen Biss haben, weil das kommt noch alles im Ofen für eine Stunde. So, die Nudeln sind jetzt perfekt, die stellen wir jetzt runter, die werden einfach mal eine probiert. Wenn da kein Biss mehr ist, dann könnt ihr sie aufstellen. Hiermit das gleiche, ihr probiert das einfach. Wenn es euch schmeckt, dann könnt das auch aus. Mir hat es geschmeckt. Machen wir auch auf 0. So, als nächstes haben wir hier eine Auflaufform. Ich habe jetzt hier 2, weil vielleicht habe ich zu viel gemacht. Deswegen mache ich das jetzt für 4 Personen. Deswegen mache ich jetzt nicht nur mit einer, sondern mit 2. So, und als erstes nehmen wir hier mal die Nudeln. Das ist ein bisschen heiß. Mache ich erstmal hier auf diesen Kochtopf. Und wir werden erstmal ein Holzbrett nehmen und die Nudeln abgießen. So. Machen das so drauf. Aber es ist trotzdem heiß. Ich fühle das. Ich ziehe mal meinen Handschuh an. Mein zweiter ist irgendwie, hat mein Hund gefressen. Oh, Digga, ist das heiß. Okay, ist gleich geschafft. So, fertig. Wieder zurück. Jetzt kann er abwaschen. Und den Handschuh packen wir einfach mal hier wieder hin. Zack. So. Wir werden jetzt so eine Schaufel nehmen. Wenn ihr keine habt, dann nehmt ihr einen Löffel oder sonstigen Werkzeug. Und jetzt machen wir die unterste Schicht einmal mit Nudeln. Achtung, verbrennt euch nicht die Finger. So. Genau. Das wäre dann die erste Schicht. Da machen wir auch Nudeln rein. So, der andere kommt noch hier mit rein. Zack. Genau, jetzt. So. Den Topf können wir in den Abwasch schicken. Das Teil auch und das Teil auch. Das Messer auch, damit wir schön viel Platz haben. So. Und jetzt nehmen wir die Pfanne und machen da alles schön verteilt drauf. So. Jetzt fangen wir hiermit an. Müssen wir ein bisschen langsamer machen. So, schön verstreichen. So, und den Rest, denke ich mal, machen wir hier mit rein. Schön platt drücken erstmal. Die Pfanne kommt in Abwasch. Und dann wird das hier einfach ein bisschen durchgemixt, damit auch oben und unten Nudeln sind und den Paprika und das Fleisch auch. Da machen wir das gleiche. So. Genau. Wenn wir das haben, werden wir zuerst den Ofen einmal anstellen. Und zwar, ich stelle den jetzt hier auf 200 Grad erstmal. Und danach, wenn das Essen drin ist, machen wir auf 150 und das dauert so ungefähr halbe Stunde. So. Und jetzt kommt die Soße, die wir gezaubert haben. Kommt hier so drauf. Hier kommt das auch schön verteilt. Und jetzt werden wir das bisschen unterrühren, damit die Soße auch überall hinkommt. Rühren wir das jetzt ein bisschen hier runter. So. Und das gleiche machen wir bei der anderen Form auch. Ja. So. Damit der
damit die Soße überall auch in die Ecken kommt. Ne? So, da haben wir noch ein bisschen Soße, machen das in die große Form. So, wir werden das hier auch noch mal ein bisschen zurecht kneten. Na, bleibt doch drin. So, als nächstes nehmen wir den Käse und streuen ihn einfach über unsere Form. So. So, und jetzt den Rest über die große Form. So. So, schön hier alles noch zusammenkratzen, ja, kratzen. Ja, zack. Schön, dass nichts aus der Form an Käse rauskommt, weil das könnt ihr in den Ofen anbrennen und das stinkt dann ziemlich und eure Wohnung stinkt dann auch. So, und als nächstes packen wir das hier in den Ofen. Ich mache den Ofen mal an, also auf. Einmal das reinschieben. Und die große Form auch. Könnte ein wenig warm sein, so die Form. Und ja, jetzt wird erstmal sauber gemacht. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Essen fertig ist. Und so sieht das Ganze aus. Hier von unten. Schön die Soße ist hier reingezogen. Bei den anderen kann man das jetzt nicht sehen, aber sieht auf jeden Fall lecker aus. Und damit sage ich dann auch mal Ciao. Und kommentieren, abonnieren nicht vergessen für die nächsten Rezepte oder Nachtische, Dressings etc. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.